Grüezi, ich bin der Marcel und wir kochen heute etwas richtig Feines. Fischrölleli an Zitronengrassauce. Für das sind wir natürlich wieder in unserer Farmi-Küche, wo überall um uns herum eure frischen Bestellungen abgepackt werden. Das Rezept findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung, inklusive allen Informationen. Fisch ist eine gute Quelle für Selen und Jod. Außerdem punktet er mit einem hohen Gehalt an Vitamin D und A und enthält hochwertige und leicht verdauliche Eiweiß. Selen schützt Zellen und Gewebe vor aggressiven Sauerstoffradikalen und Jod ist ein wichtiges Schilddrüsenhormon. Fette Meeresfische wie Lachs, Makrele oder Hering liefern zudem reichlich Omega-3-Fettsäuren und die wirken entzündungshemmend und gerinnungshemmend. Für das benutzen wir unseren V-Zug-Steamer, der den Fisch sanft dämpft. Heute benutzen wir Fisch von unseren Produzenten La Perche Loe und Swiss Alpine Fish. Was ist eigentlich guter Fisch? Guter Fisch muss nicht mit Antibiotika behandelt werden. Er wächst in frischem Wasser auf, wo sich keine Parasiten entwickeln und das Wasser genug Sauerstoff enthält. Das wird bei einer Fischzucht beispielsweise mit einer Zirkulation vom Wasser und kleinen Populationen erreicht. Ein weiteres Kriterium für gesunden Fisch ist, dass es in seinem Lebensraum garantiert kein Mikroplastik hat. Da in öffentlichen Gewässern die Anreicherung von Mikroplastik nicht ausgeschlossen werden kann, ist es auch nicht auszuschließen, dass sich Mikroplastik in den Körper der Fisch anreichert. Einer Studie zufolge zeigen 5,5% der Fische aus Nord- und Ostsee, darunter Kabeljau, Flunder und Makrele, Mikroplastik im Verdauungstrakt. Ein Kriterium, um die Qualität eines Lachs einschätzen zu können, ist folgendes. Je schmaler die Fettstreifen im Filet sind, desto besser ist der Fisch. Eine grobe Fettmarmorierung im Filet vom Lachs ist ein Anzeichen dafür, dass er aus konventioneller Aquakultur stammt und durch Bewegungsmangel wegen zu dichten Kulturen und minderwertiger Ernährung mehr Fett angesammelt hat als ein Lachs aus ökologischer Aquakultur oder freier Wildbahn. Dann schauen wir uns jetzt einmal unseren Fisch an. Aber wie erkennt man eigentlich frischen Fisch? Die Regel Nummer 1 bei frischem Fisch ist, dass Fisch nie nach Fisch schmecken sollte. Weiterhin sollte das Fleisch leicht glasig sein. Und falls ihr euch jetzt fragt, was sind eigentlich Tranchen? Verzweifelt nicht. Tranchen sind einfach geschnittene Scheiben. Bei uns vom Fisch. Aber wie bleiben unsere Rölleli eigentlich Rölleli? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Am besten funktioniert ein Holzstäbchen, wie zum Beispiel ein Zahnstocher. Aber wieso dämpfen wir eigentlich unsere Fisch? Nun, im Gegensatz zum Kochen, bei dem Vitamin und Nährstoffe zu einem nicht unwesentlichen Teil ausgeschwemmt werden, bleiben sie beim Dämpfen erhalten. Und wie gelingt unser Fisch? Innen zart und saftig und außen knusprig. Wie wird aber Fisch richtig dämpft? Beim Erreichen von einer Kerntemperatur von 43 Grad ist Lachs innen fast noch roh und tief orange. Bei 50 bis 55 Grad ist der Garzustand medium, sodass im Inneren noch eine sehr saftige Textur erhalten bleibt, aber außerhalb schön zartes Fleisch entsteht. Bei einer Kerntemperatur von 60 Grad hat der Lachs sein Limit erreicht und sollte im Inneren nicht heißer werden, weil er sonst trocken wird. Für ein optimales Garergebnis sollte die Kerntemperatur um die 52 Grad liegen. Wir wollen unseren Fisch, wie schon bereits erwähnt, zart und saftig, keinesfalls roh, aber auch nicht trocken. Unschaffbare Aufgabe? Danke dir. Hier kommt nämlich unser V-Zug-Kombi-Steamer ins Spiel. Mit ihm werden wir unseren Fisch innen und außen genau auf die richtige Temperatur bringen. Und zwar ohne austrocknen, ganz automatisch. WeKitchen macht es dir noch leichter, deine Gäste zu begeistern. Die App begleitet dich mit unseren Food Experts durch den Küchenalltag. Schweizer Foodbloggerinnen, Spitzenköche und Gastroprofis teilen mit dir ihr Wissen. Wochenplanung leicht gemacht. Finde in der WeKitchen App viel Inspiration für den Küchenalltag und bestelle die Rezeptzutaten direkt bei Farmi. Dann bereiten wir jetzt unsere Fischrölleli vor. Für das brauchen wir natürlich unsere Fischfilets ohne Haut, Rauchlachs in Tranchen, Salz, Pfeffer, Currypulver und Frischkäse.
Dann eine Scheibe Rauchlachs auf jeden Fischfilet legen. Und zwar auf die Seite, wo du die siehst, die wir jetzt auch schon gewürzt haben. Und wieder ein bisschen Frischkäse bestreichen. Dann natürlich das Ganze zusammenrollen zu einem Fischröllchen. Wieder mit Zahnstocher fixieren. Voilà, eins gemacht. Das kommt jetzt auf einen gelochten Garbehälter. Und jetzt der ganze Rest. Und jetzt zum Kombi-Steamer. Wir können ganz bequem per V-Kitchen App einstellen. Auf Assistent. Das haben wir schon gemacht. Und abschicken. Fertig. Während wir auf unsere zart dämpfenden Fischröllchen warten, widmen wir uns der Sauce. Für das brauchen wir ein bisschen Butter, eine Schalotte, aber Frühlingszwiebeln und Zwiebeln tut es auch, weißen Portwein, Weisswein, Fischfond und mit Bouillon geht es natürlich auch Rahm, Salz, Pfeffer, Currypulver sowie Schnittlauch und natürlich Zitronengras. Aber was ist Zitronengras überhaupt und wie braucht man es in der Küche? Nun, botanisch gesehen hat Zitronengras mit Zitronen absolut gar nichts zu tun, weil Zitronengras gehört zur Familie der Gräser. Trotzdem gibt es eine gewisse Ähnlichkeit beim Duft, wo sich beim Verreiben oder Hacken von den dünnen, schilfähnlichen Stauden aus den Tropen von Asien entfaltet. Er entsteht durch das Freiwerden vom im Zitronengras reichlich enthaltenen ätherischen Öl Citral, wo auch Zitronellöl genannt wird. Das ätherische Öl im Zitronengras gibt dem exotischen Kraut einen leicht zitronenartigen Geschmack, wo aber eher im Hintergrund bleibt und sich anderen Gewürzen und Aromen dezent anpasst. Zuerst muss Zitronengras gewaschen, trocken geschüttet und die äußeren harten Blätter entfernt werden. Dann fein hacken oder in feine Ringe schneiden. Oder auch einfach der Länge nach einmal durchschneiden. Und wir verwenden noch ein eher untypisches Produkt. Weissen Portwein. Aber was hat es mit dem auf sich? Portwein stammt aus einer 1756 abgesteckten Region Portugals. Der Unterschied zu normalem Wein entsteht hauptsächlich während dem Gärprozess. Zu einem sorgfältig ausgewählten Zeitpunkt wird reiner, nahezu geschmacksneutraler Brandwein mit 77 Volumenprozent zugefügt. Die Zugabe tötet die Gärhefe und bewirkt die Unterbrechung der Gärung. Durch das wird der Alkoholgehalt auf 19 bis 22% angehoben und es verbleibt ebenfalls ein Anteil Restzucker im Wein, sodass Portwein tendenziell süßer ist als normaler Wein. Weisser Portwein wird ausschließlich aus weissen Trauben hergestellt. Er ist allgemein mit weniger Volumenprozent an Alkohol versetzt als der rote Portwein. Abhängig von seiner Lagerungszeit verfügt der weisse Portwein über verschiedene Aromen sowie einer farblichen Facette und einem variablen Grad an Süße. Kommen wir zur Sauce. Zuerst Schalotte und Zitronengras fein hacken. Das geben wir dann zu einer Pfanne erhitzter Butter. Gut andünsten. Dann ablöschen mit Portwein, Weisswein
Fischfond. Dann das Ganze in die Hälfte einkochen lassen. Dann die Soße durch ein Sieb abgießen. Und dann die Zitronengras-Schalottenmischung noch ein bisschen ausdrücken. Dann den Rahm dazu. Und das Ganze nochmal köcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Und zum Schluss noch gut abschmecken mit Salz, Pfeffer und Currypulver. Fischrölleli. Soßenspiegel anrichten. Und anrichten. Noch ein bisschen Soße drüber. Und zum Schluss noch Schnittlauch. Ich mache das am liebsten mit einer Schere. Wir empfehlen übrigens ein Chateau La Chaise dazu. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und eine gute.